Dave, das ist ein Rätsel. Du hast viele Tiere, wenn du darüber nachdenkst. Der Fragesteller erwähnt eine Klapperschlange, aber es gibt andere Dinge, die Piranhas und manche Tiere, die wirklich fast bösartig wirken. Nicht fast, Tom. Sie sind bösartig. Es scheint nicht, dass sie dazu passen, dass Gott alles erschaffen und sie gut erschaffen hat. Nun, Tom, ich habe nicht die Antwort auf diese Frage. Ich kann dir ein paar Gedanken dazu geben. Zum Beispiel könnten wir vorausblicken und auf das 1000-jährige Reich Christi schauen. Und da wird ein Kind seine Hand in den Bau einer giftigen Schlange stecken. Und es wird nicht gebissen werden. Oder es wird kein Schaden geschehen. Der Wolf wird beim Lamm liegen. Der Löwe wird Gras fressen wie ein Ochse. Also wenn sie es dann können, nehme ich an, dass sie es am Anfang auch konnten. Nun, Gott weiß genau, was passieren wird. Er wusste, dass der Sündenfall stattfinden würde. Also erschuf er diese Geschöpfe mit Fähigkeiten, die ihnen im Dschungel zugutekommen, wenn sie um das Überleben gegeneinander kämpfen mussten. Aber du hast jetzt fleischfressende Tiere, doch sie werden wieder Gras fressen. Und in manchen Fällen würden die Evolutionisten dir sagen, dass es eine Zeit gab, in der sie nicht fleischfressend waren. Und sie können ein Beispiel aufstellen und es Mikroevolution nennen. Das sind Veränderungen innerhalb einer bestimmten Art. Nicht Veränderung von einer Art zur nächsten, sondern Veränderung innerhalb einer bestimmten Art, bei der Dinge stattgefunden haben. Das Nahrungsangebot ist vielleicht in einem bestimmten Gebiet zurückgegangen und einige Tiere sind ausgestorben, aber einige waren gezwungen, sich anzupassen. Ich denke nicht, dass es eine großartige Frage ist, Tom. Ich meine, es ist nichts, was jemanden dazu bringen wird, nachzudenken und zu grübeln, weil wir es einfach nicht wissen. Aber dass es passieren könnte, daran gibt es keinen Zweifel. Dass es eine Anomalie ist, dass es ziemlich seltsam erscheint, daran zweifle ich auch nicht. Auf der anderen Seite erscheint es ziemlich seltsam, dass Menschen einander foltern, einander töten, Tiere tun das nicht einmal. Du könntest eine Katze sehen, die mit einer Maus spielt oder so etwas, aber sie versucht nicht absichtlich, sie zu foltern. Aber wir haben Menschen, die andere Menschen gefoltert haben und scheinbar ein gewisses Vergnügen daran hatten. Man würde denken, das müsste dem menschlichen Gewissen einfach widerwärtig sein. Also kann ich diese Dinge nicht erklären. Aber die Sünde hat definitiv diese ganze Welt infiziert. Nun, Dave, greif das auf. Sünde. Die Welt hat sich verändert. Wir wissen, dass es in Genesis am Ende von Kapitel 3 um eine Umwandlung geht. Die physischen Aspekte der Erde haben sich verändert. Dornen, Disteln. Gott sagte, dass das eine zusammen mit dem anderen wachsen würde. Nun, so war es vorher nicht. Also hat irgendwie die Sünde und durch Gottes Anordnung und infolge der Sünde einige Dinge verändert, um den Wandel des Menschen zu beeinflussen. Wir lesen davon in Römer Kapitel 8. Paulus schreibt: Die sehnsüchtige Erwartung der Kreatur, das heißt der Tiere, aller Geschöpfe, nehme ich an, wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Nun gibt es eine Lehre, die offenbarten Söhne Gottes, dass wenn wir in unserer Göttlichkeit offenbart werden, dann diese Welt wieder ein Paradies sein wird. Das steht da nicht. Aber lass mich weiterlesen. Römer 8, 19-22. Denn das sehnsüchtige Harren der Kreatur wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Kreatur ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern um dessen Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, weil auch die Kreatur selbst befreit werden wird von der Knechtschaft des Verderbens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Also sind wir irgendwie alle miteinander verbunden. Als Satan rebellierte, erschütterte es dieses Universum. Der Mensch schloss sich ihm an. Es war ein schrecklicher Tag auf dieser Erde. Und es betraf all seine Nachkommen, betraf die Tiere. Und nicht notwendigerweise
durch irgendeine langfristige evolutionäre Veränderung. Das ist sozusagen mein Punkt. Tom, bitte sag nicht notwendigerweise, denn es ist absolut unmöglich. Ich weiß, was du meinst. Nein, es gab überhaupt keine evolutionäre Veränderung darin. Ich weiß, was du meinst. Aber es war plötzlich. Es war katastrophal, so wie die Flut ebenfalls eine Katastrophe war. Und es erinnert uns einfach an die Konsequenzen der Sünde in unserem eigenen Leben. Sie hat ernste Konsequenzen für unsere Angehörigen oder für diejenigen in der Gemeinde, in der wir vielleicht sind. Aber nicht deswegen dienen wir dem Herrn, sondern weil wir ihn lieben. Er hat unsere Herzen verändert. Wenn Christus zurückkehrt, werden wir ein 1000-jähriges Reich Christi haben. Es wird nicht Jahre und Jahre dauern, bis Tiere versuchen, miteinander und mit der Menschheit auszukommen. Das ist mein Punkt. Amen.